Okay, meine lieben Freunde, willkommen zurück auf den Kanal Computersachen. Und heute beschäftigen wir uns nochmal mit dem Thema Mining, insbesondere mit dem Thema Unmineable, eigentlich ausschließlich mit dem Thema Unmineable. Dazu gleich der obligatorische Hinweis, dies ist keine bezahlte Werbung und dieses Video beinhaltet auch keine bezahlte Werbung. Ich bekomme kein Geld dafür und mache das aus eigenen freien Stücken in meiner privaten Freizeit. Gut, hätten wir das weg. Und wenn wir schon beim Thema sind, ich produziere natürlich die Videos in meiner Freizeit, wie gerade schon gesagt, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, wenn euch das Video gefällt oder ihr anfangen könnt, den Kanal zu unterstützen mit einer kleinen Spende. Spendenlinks findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da gibt es PayPal, Banküberweisung, Bitcoin und Lightning. So, dann zurück zum lausigen Thema. Ja, ein lausiger ist eine Redewendung. Nehmen wir einfach mal so hier. Und zwar habe ich einen Wunsch von Malermeister Karlmann. Karlmann wünscht sich dieses Video ausschließlich nochmal an meine, jetzt mal nochmal speziell, und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, weil wirklich, Unmineable kann man für viele Sachen eigentlich gebrauchen und es gibt auch immer wieder mal gute, top laufende Coins, die man gut meinen kann. Nicht immer, im Moment ist es wieder etwas zäh und träge. Das betrifft aber eigentlich das Mining allgemein jetzt hat. Das ist, die Mining-Erträge sind in den letzten Wochen gut zurückgegangen. Man könnte sagen, teilweise sogar halbiert. Gehässige Leute würden jetzt sagen, das Halving hat uns eingehüllt und die Preise halbieren sich. Das ist dem aber nicht so. Wenn ich kleine Coins meine, fangen wir es anders an. Das System von Unmineable ist, ihr meint einen Coin, den ihr eigentlich nicht seht. Der läuft im Hintergrund. Dieser Coin wird dann umgetauscht, das seht ihr auch nicht, in die Währung, die ihr haben möchtet. Das heißt, egal was ihr eigentlich meint, ihr meint immer dasselbe, nur eure Auszahlung erfolgt halt anders. Na, wenn ihr jetzt sagt, ich mache Dogecoin, dann meint ihr halt im Hintergrund das, was Unmineable halt gerade vorgibt und laufen lässt. Und ihr bekommt im Vordergrund dann im Frontend, wie ihr das auch seht, eure Dogecoin ausgezahlt. Wie wir das Ganze jetzt dann gleich nochmal in der Software auch nochmal einrichten und konfigurieren, schauen wir uns gleich nochmal an. Darum soll es auch gehen im Video. Es soll aber auch in diesem Video darum gehen, welche Coins kann ich gut meinen bei Unmineable? Was ist rentabel? Das ist eine ganz heikle Frage. Altcoins sind immer Schwankungen unterlegen. Man kann nie so genau sagen, wie sie sich eigentlich entwickeln. Ich habe da schon mal auch ein anderes Video zu gemacht. Und Mining bist du ein Digger. Da geht es auch um eben solche Altcoins-Mining. Wenn ich mir teilweise so Altcoins anschaue, die täglichen Berichte, die ich ja auch von meinen Börsen so geschickt bekomme, dann habe ich da schon welche, die ich verfolge und ich schaue auch immer wieder mal auf die Altcoins. Und da sind teilweise Altcoins dabei, die performen teilweise 23, 46, 53%. Das ist richtig, aber das sind Ausnahmen. Wenn man sich das anschaut, dann taucht der Coin da mal auf der Liste auf und dann ist der ewig nicht mehr gesehen. Da musst du suchen, bis du den findest. Da gibt es tausende von Coins mittlerweile. Das ist nicht mehr so wie Anbeginn der Zeiten, wo die Coins so rausgekommen sind. Cardano, Dodge, die alteingesessenen Altcoins, die Raven, Monero, die es halt schon ewig gibt. Da war das alles noch anders und überschaubarer. Heute blickt man da nicht mehr durch. Man muss also da wirklich sehr viel Zeit aufwenden, um da wirklich immer drin zu sein, zu wissen, was meine ich und wie gut kann ich den verkaufen. Dann habe ich bei Unmineable jetzt zum Beispiel auch das Problem, ich kann jetzt nicht sagen, der Coin wird jetzt in nächster Zeit schnell steigen. Ich meine mir mal kurz hier ein paar, ich sage jetzt einfach mal Raven Coins zusammen. Und dann verkaufe ich sie, wenn sie gut stehen. Denn du hast eine Mindestauszahlungsgrenze. Na, ich habe jetzt gerade mal hier BDC, dann machen wir mal Ravencoin. Schauen wir uns den mal kurz her. Und hier habe ich Free Payouts from 50 Ravencoins. Das heißt, ich muss mindestens 50 Coins zusammenmeinen, bevor ich das überhaupt auszahlen kann. Das macht natürlich die Sache nochmal ein bisschen heikler, wenn ich meine jetzt zum Beispiel einen Coin, der sich KI bezogen, also in Richtung Nvidia und so weiter hingeht.
Ich suche mir da was Passendes raus und meine das. Da habe ich jetzt mal relativ gute Chancen, dass das Ding auch in Zukunft steigen wird. Ist klar. Wenn ich jetzt natürlich hergehe und sage, ich meine jetzt Xelis oder irgendwie sowas, wo ich nicht mal genau weiß, was die eigentlich machen, da kann ich eigentlich nicht drauf wetten, dass die irgendwann mal irgendwie steigen. Ne, ich kann da das Mars-Projekt von Elon Musk zum Beispiel meinen, da meine ich an einem Tag 1 Million Coins, aber der ist halt auch nur 0,000001 wert. Das darf man einfach nicht vergessen. Und den kriege ich zur Auszahlung, wenn ich alle meine Kisten laufen lasse, dann jetzt mal in einer Woche zur Auszahlung. Da habe ich allerdings den Hintergrund, da habe ich Elon Musk, sein Musk-Projekt. Und immer wenn sich im Musk-Projekt was tut, bewegt sich auch dieser Coin. Wenn da mal irgendwie wirklich was abgeht, habe ich natürlich, wenn ich dann die Mindestauszahlungsgrenze von 20 Millionen Coins habe, eine gute Anlage. Wenn jetzt der Coin von Musk also auf 50 Cent steigt, dann habe ich 10 Millionen. Das auf $1 steigen, hast du 20 Millionen. Es sind, ja, es ist schwierig. Also was meine ich im Prinzip? Also ich für meinen Teil, ich sage jetzt einfach nur, was ich mache, es ist keine Empfehlung, dass ihr das genauso macht. Bedenkt einfach immer das Risiko, ihr könntet umsonst meinen und das Ding ist mal irgendwann nichts mehr wert. Ich für meinen Teil beschäftige mich zum Beispiel mit Coins wie Ravencoin. Alteingesessen gibt es lange. Cardano. Cardano habe ich auch lang gemeint. Cardano hatte ich auch am Anfang mal gekauft zum guten Preis. Ich bin momentan nach 3, 4 Jahren plus minus null. Trotz den miesen Einkäufen. Alleine nur, weil ich die gemeint habe auch. Was kann man sonst noch meinen? Dodge ist für mich eigentlich immer wieder ein Coin, der relevant ist, weil einfach auch Musk immer wieder mal dahinter steht. Das sind wir schon wieder bei Musk. Ja, man stolpert zurzeit überall über diesen jungen Elon Musk. Ja, das ist... Jetzt sitzt er ja sogar in der US-Regierung. Aber okay, gut. Dodge ist umcoint. China Ibu könnte man auch noch dazu nehmen. Den habe ich jetzt alles zum Beispiel nicht im Programm. Monero ist anonym, habe ich auch nicht im Programm, kann man aber auch gut meinen. Habe auch eigene Blockchain, kann ich direkt meinen, genauso wie Ravencoin. Kaspa ist zum Beispiel ein Coin, ist noch relativ neu, man weiß nicht, wie es sich entwickelt wird. Ist ein bisschen spekulativ, aber doch relativ eine gute Chance, dass er Coin mal was wird. Hat auch eine eigene Blockchain und so weiter. Das kann man auch gut meinen. Also da würde ich mich auf alteingesessene Coins verlassen, die nicht einfach gestern oder vorgestern irgendwie aus dem Nichts aufgetaucht sind. Bestes Beispiel, Donald Trump Coin, Melania Trump Coin. Jo, die Dinger sind gelauncht wie die Rakete nach oben. Ne? Also Donald Trump hat gelauncht, dann hat seine Frau gelauncht, dann ist Donald zusammengebrochen und seine Frau ist nach oben geschossen. Ja, so das äh, ja, von solchen Sachen lasse ich generell die Finger. Klar, wenn es jetzt ein Donald Trump Coin ist, dass der nach oben geht, ist war klar, aber Zeichnen vorab oder da war die Chance, welche zu kriegen, einfach zu gering und die dann kaufen für einen Preis, wenn er gerade 500% nach oben geschossen ist, da will ich keinen Coin mehr kaufen, da kann ich darauf warten, dass der runterknallt und dann kaufe ich ihn billig, da brauche ich nicht meinen. Es sind viele Sachen zu beachten. Man kann es also nicht einfach sagen, das meine ich. Außerdem weiß ich gar nicht, ob man den Trump-Coin oder die Trump-Coins meinen kann. Da habe ich schon gar nicht nachgeguckt. Also wie gesagt, hier ist sehr viel Bewegung einfach drin. Ich beschränke mich beim Altcoin-Mining einfach wirklich auf Coins, die eingesessen sind, die es lange gibt, wo man weiß, wo es lang geht, wo sich weiß, wie es entwickelt. Solana, Big Deal, hätte jeder gesagt vor 3 Monaten, ja vor 3 Monaten vielleicht noch nicht, sagen wir vor einem Jahr hätte jeder gesagt, Solana, komm, vergiss es. 10 Cent oder was die Dinger da wert waren. Ne, wo steht das Ding jetzt? Wo steht es heute? Ne, bei über 100. Also, sorry, aber war ein Coin, hat sich rentiert. Und wie gesagt, wenn ich solche Coins meine, da finde ich auch Nachrichten drüber. Da kann ich mich auch informieren und schlau machen, wie das denn alles läuft und funktioniert. So, jetzt mal so gut, so weit, was kann man an Coins meinen, was geht gut. Dann hat sich der Malermeister Kalmer noch gewünscht, welche Hashrate, das man so erzielt. Das würde ich auch noch ganz gern wissen, da gehe ich auch noch mal ganz kurz drauf ein. Die Hashrate, die du erzielst, ist abhängig generell von dem, was du meinst. Welchen Miner du benutzt und in welchen Pool du meinst.
Wenn jetzt zum Beispiel, was nehmen wir denn, Versocoin. Wenn ich jetzt zum Beispiel Versocoin meine, dann brauche ich mit einer Grafikkarte gar nicht antanzen. Da geht nur CPU-Mining auf dem PC und es ist nicht so immens ertragreich. Läuft aber ganz gut, teilweise besser als zum Beispiel, wenn ich jetzt als Beispiel mal NiceHash nehme. Bei NiceHash kann ich Verso minen, Versocoin, und ich kann ganz normal minen mit dem XMRig. Und da habe ich einen Unterschied von bis zu 4-5% drin im Unterschied. Da geht der schlecht laufende Versocoin oder angeblich schlecht laufende Versocoin besser im Ertrag, wie jetzt, wenn ich direkt über einen XMR miner, XMRig, diesen Namen wieder rauskriege, Miner verwende, dann läuft das nicht so gut, ne? NiceHash habe ich jetzt gerade hier nicht drauf, da kann ich es euch gerade nicht zeigen. Aber wie gesagt, bei NiceHash ist das sehr gut nachzuvollziehen. Und ich empfehle da einfach immer, die Oberfläche einfach zu verwenden. Wenn ihr jetzt mit Unmineable arbeiten wollt, die Oberfläche verwenden und da einfach ausprobieren, welcher Miner und welcher Pool geht für mich am besten. Ihr könnt ja auch je nach Hardware nicht alle Pools verwenden, das ist jetzt das nächste Problem. Den Pool verwenden, Unmineable verwenden mit der Mineable Software, das schauen wir uns jetzt als erstes an. Das schalten wir jetzt erst einmal rüber. Gut, wir sind in der Software, wir haben sie aufgerufen, also ich habe sie aufgerufen von Unmineable, die ihr bei der Homepage runterladen könnt, ganz einfach. Wenn ihr auf Get Started geht, ich verlinke euch oben noch einmal ein Video und auch in der Videobeschreibung, wo die Installation von Unmineable Software beschrieben ist. Auch die Geschichte mit dem Ausschluss von Microsoft, hier, ne? Windows Security Actions. Da müsst ihr noch Ausschlüsse konfigurieren, dass ihr die Software setupen könnt. Das wäre jetzt hier ein bisschen zu ausführlich, würde das Video nur unnötig verlängern. Hier kannst du jetzt testen, was will ich meinen, wie schnell ist der Miner, wie läuft der, ne? Ihr müsst also dazu bloß hier oben quasi umschalten, was ihr meinen wollt. Raptorium zum Beispiel, Xella. Da könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt. Cardano ist jetzt zum Beispiel hier auch dabei, ne? Also hier gibt es ziemlich viel, was ihr meinen könnt, allerdings auch nicht alles. Dann haben wir die Wallet-Adresse, die muss natürlich für diesen Coin stimmen. Überprüft das bitte genau, was ihr da eintragt. Vergleicht diese Wallet-Adresse bitte nochmal ganz genau, dass die auch stimmt, weil auf diese Wallet werden eure Coins dann ausgezahlt. Denn da die falsche Adresse drin steht, dann ist das natürlich ein großes Problem. Dann haben wir hier unten einen Referent-Code. Das ist mein Referent-Code, den könnt ihr bei euch gerne eintragen. Dann bekomme ich 0,025% von euren Mining als Belohnung und ihr bekommt 75% Mining-Nachlass, also 0,75% Mining-Nachlass. Das heißt, ihr macht damit auch ein ganz gutes Geschäft. Ansonsten, wenn du den Kanal noch generell unterstützen möchtest, weil ich mache das ja in meiner privaten Freizeit, findest du die Spendenlinks natürlich unten in der Videobeschreibung. PayPal, Banküberweisung, Bitcoin und Lightning. Gut, machen wir hier weiter. Wir gehen hier auf Start. So, und jetzt fängt der hier an zu meinen. Jetzt kann ich jederzeit hier unten hergehen, Eigenschaften, Advanced Settings. Und kann hier natürlich jetzt auswählen, was möchte ich meinen. Grafikkarte, CPU, 3 GB, 4 GB, 6 GB. Dann welchen Algorithmus, das ich meinen möchte. Und den LOL-Miner möchte ich verwenden. Das steht jetzt mal hier so drin. Dann kann ich hier meine Mining-Priorität noch setzen, also meine eigenen Einstellungen, Standard. Die Ports kannst du noch einstellen. Und das war's jetzt eigentlich alles. Den Coin legst du am Anfang fest, wenn du dich einloggst in die Software, was du meinen willst, sollst du den ändern wollen, musst du ihn da vorne ändern. Hier kannst du jetzt aber jederzeit rumspielen und kannst sagen, ich möchte jetzt mit ETH arbeiten. Ich möchte den ausprobieren. Ich möchte den Blake 3 Pool ausprobieren, dass ich da ein Hashrate rauskriege. Also es ist eine Spielerei, wo kriege ich am meisten raus, muss man gucken. Man kann keine Regeln aufstellen. Ich habe 2 AMD Ryzen 7 hier stehen, die machen im Prozessor Mining, eigentlich müssten sie das gleiche machen, die machen völlig unterschiedliche Werte.
Mal ist der eine schneller, mal ist der andere schneller. Das liegt, keine Ahnung, woran das genau liegt. Es ist unterschiedlich. Es kommt auch auf eure Maschine an, welche Hardware ist drin, welche Grafikkarte ist drin, welchen Prozessor habt ihr, wie viele Threads habt ihr. Also wie gesagt, da müsst ihr einfach selber spielen, was die Hashrate angeht, was normal ist. Na, wenn ich jetzt hier meine 4 ASIC-Miner dazu nehme und die Hashrate auf den Tisch lege, da kommt ihr nicht hin. Das ist kein Vergleich für euch. Na, also da muss man einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Das hier in der Software einfach wirklich ausspielen und sagen, ich möchte jetzt aber mal den LOL-Miner nicht benutzen. Ich möchte jetzt zum Beispiel, der SMB-Miner ist ein sehr guter, der läuft aber auf dem Mac Intel mal überhaupt nicht. Und das war es auch schon mit dem Minern, haben die ein bisschen reduziert. Und dann haben wir noch den One Zero Miner, den habe ich noch gar nicht ausprobiert, den müsste ich mal ausprobieren. Okay, mache ich mal bei Gelegenheit. So, dann habe ich jetzt den drin, dann sage ich Save und Restart. Und jetzt startet mein Miner neu. Und hier oben, hier sehe ich jetzt, dass mir der Miner zum Beispiel mal gar nichts bringt. Nein, der Black 3 ist das Problem. Der Black 3 ist das Problem. Jetzt mal da nochmal Stopp. Lassen wir den SMB-Miner mal drin. So, Save. Starten das Ganze nochmal neu. Da tut sich jetzt auch nicht unbedingt viel. Jetzt kommt die Firewall wieder der von Windows. Da müsst ihr nur sagen, zulassen. Sonst geht der nicht. Die Miner brauchen immer erst ein bisschen Anlauf. Die legen nicht sofort in der ersten Sekunde los und sagen, akzept, 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 akzept. Nein, das ist nicht der Fall, sondern die fangen erstmal an, sich ihre Dinger hier zu checken, ihre Verbindungen, was geht, was sie meinen können, und dann fangen sie an zu meinen. Das dauert jetzt aber schon wieder ein bisschen lange, daraus können wir eigentlich schon wieder sehen, diese Konstellation funktioniert auch nicht. Dann kriege ich also auch nichts raus. Dann suchen wir uns nochmal einen anderen Pool. Jetzt machen wir einfach mal CPU, Random X, XMR. Starten die einfach nochmal neu. Schmeißen wir einen Blick in die Log-Datei, was er macht. Also der müsste auf jeden Fall arbeiten, der müsste uns jetzt auf jeden Fall Erträge bringen. So, ich habe jetzt mal kurz Pause gemacht und den ein bisschen laufen lassen, damit ihr das seht. So, er meint jetzt hier fleißig rum und hier sehe ich jetzt auch meine Local Hashrate und eigentlich die Effektiv Hashrate. Die Effektiv-Hashrate ist eigentlich das, was ihr dann auch bei Unminable seht, wenn ihr euch einloggt. Jetzt ist so, ich habe jetzt hier eine Hashrate. Das gibt mir aber noch keine Auskunft darüber, wie viel das ich eigentlich verdiene. So, dann gehen wir mal ganz kurz in unsere Wallet rüber bei Unminable. Dann können wir hier auf Stats gehen. Und da empfehle ich euch einfach wirklich, den Miner einfach ein paar Stunden laufen zu lassen, euch die Zeit aufzuschreiben und dann hier zu gucken, ich habe hier bei 24 Stunden den Wert drinstehen, den ich über diese Stunden quasi erreicht habe. Diese Anzahl von Coins habe ich gemeint. Die kann ich dann mit dem Kurs hochrechnen, dann sehe ich, was ich Ertrag habe, was ich bekomme. In Cash, in Euros. Das sind für mich ausschlaggebende Werte. Die Hashrate kann durchaus wesentlich niedriger sein, aber viel mehr bringen. Je nachdem, was ihr meint, welchen Pool, welchen Coin, welchen Miner und sonst irgendwas. Schaut einfach nach, okay, der Miner ist jetzt 6 Stunden gelaufen, dann kann ich mir hier unter die letzten 24 Stunden angucken, wie viel habe ich denn gekriegt. Und das kann ich mir hochrechnen und das kann ich dann mit anderen Coins und Pools, die ich gemeint habe, vergleichen. Das ist zum Beispiel etwas, was man bei NiceShares auch hat. Da nennt sich das Benchmarking. Das kann man für jeden Pool quasi extra nochmal ausführen lassen. Und dann sieht man dann genau, was der auch bringt. Und der sagt einem dann, das finde ich bei NiceShares schön, den Ertrag, den geschätzten Ertrag dann allerdings in Ruhe gemerkt. Aber damit kann man schon mal mehr anfangen. Hier bei Unminable sollte man sich das halt wirklich ausrechnen, im Auge behalten. Wie viel ziehe ich denn hier wirklich raus? So, dann kommen wir zum Hauptwunsch eigentlich von unserem Malermeister Kallmann. Und der hat sich dann gewünscht, wie man sich denn einen BitMax-Miner einstellt. Gut, wir haben hier jetzt ein etwas spezielleres Gerät. Das ist ein Lucky Miner, der läuft mit der XOL-Software und davon habe ich 2 Stück von diesen Minern, also in dieser Version. Und den einen hatte ich abgedatet, der andere ließ sich nicht updaten. Der läuft nur auf der Lucky Miner OS-Software und die connectet momentan überhaupt nicht mehr. Das heißt, der Lucky Miner 2 ist also quasi außer Betrieb. Gut, wir haben hier unser Netzwerk, mit dem wir arbeiten, unseren Namen für den Miner. Das ist die SSID von unserem Netz. Die müssen wir einfach drin haben.
und dazu natürlich das entsprechende Fiwi-Kennwort, dass der Miner über WLAN dann die Verbindung zum Internet herstellen kann. Hier beginnt jetzt die Konfiguration für Unmineable, also für den Pool. Das ist, wenn ich jetzt einen Bitaxe-Miner verwende, ist das natürlich wieder ein bisschen eine andere Sache, als wenn ich jetzt, wie gezeigt, in der OS-Software rumacker von Unmineable und mir da schaue, welchen Pool ich am besten minen kann. Beim BitMax habe ich hier keine Auswahl. Da habe ich nur, weil der kann nichts anderes, der BitMax-Miner, als diesen SAA 256 Pool, ne? Meinen. Und der ist bei Unmineable, unmineable.com. Also habt ihr jetzt quasi hier das Protokoll und hier den Server, auf dem ihr meint. Dann Port ist 333, also mit dem habe ich die besten Erfahrungen gemacht. 4 mal die 3, weil ich jetzt bloß 3,3 gesagt habe. Dann, was ihr noch braucht, ist die Währung, die ihr abbaut. Das ist jetzt CRO. Dann Doppelpunkt, deine Wallet-Adresse. Dann kommt ein Punkt. Dann kommt der Name des Miners, wie er bei Unmineable ausgegeben wird. Und dann kommt Raute und da kommt dann wieder der Reference Code rein, dass ihr nur 0,25% Mining zahlt und die 0,75, die ihr normalerweise Differenz zu 1% habt, die bleiben euch frei. Das heißt, ihr macht damit einen besseren Geschäft, wenn ihr da meinen Code hier 5U6K-68GT verwendet. Und ich bekomme auch ein bisschen was davon. Ich schreibe den auch unten nochmal in die Videobeschreibung mit rein. Das wäre dann natürlich für mir immer ein Danke wert. Gut, Passwort ist einfach nur ein X, wird mit mehreren Zeichen hier einfach dargestellt. Und was beim BitX wichtig ist, wenn ihr die neueren Lucky-Versionen am Laufen habt, also gerade mit der Lucky Miner Software, da stehen hier oft falsche Werte drin. Und ich hatte auch schon einen BitMax, der das auch gemacht hat. Der hat mir die Werte auch teilweise wieder zurückgesetzt. Also die Default-Werte sind 485, das ist der Default, und 1200 Volt Core. Ne? Die Frequenz 485. Ich persönlich verstelle diese Dinger nicht. Es gibt dazu im Internet Anleitungen, da weise ich euch darauf hin. Man kann da rumdrehen, man kann mehr rausholen, man kann ihn overclocken. Ich persönlich mache es nicht. Und zwar aus ganz einfachem Grund. Die Hardware ist für eine bestimmte Umgebung ausgelegt. Wenn ich jetzt overclock, dann fahre ich an der Grenze, da ist fast nicht mehr viel Spielraum. Und dann kann es die Hardware komplett beschädigen, also komplett außer Betrieb setzen, also das Ding Feierabend ist. Es kann unter Umständen beim Notebook zum Beispiel auch zum Brand kommen. Wenn die Grafikkarte rausbrennt, hat es alle schon gegeben, haben wir alle schon gesehen. Ich drehe da nicht rum. Meine Situation ist zum Beispiel ja auch, ich sitze hier in Thailand und gut, wir haben momentan 28 Grad, es ist angenehm kühl, die Miner laufen super, aber normalerweise habe ich hier meine 33 Grad. Das heißt, wenn ich tagsüber nicht zu Hause bin, dann ist hier in der Bude 35, 36 Grad. Wenn es jetzt bei Maschinen zu heiß wird, dann takten die runter. Das ist ihr Rahmen, den die auch haben, die modernen Prozessoren, dass sie ihre Geschwindigkeit absenken und dadurch weniger Hitze produzieren. Die Kühler laufen natürlich volle Dröhnung, ist klar. Und damit habe ich aber meine Gewährleistung, dass die Kiste weiterläuft. Sie macht zwar weniger Ertrag, aber sie läuft und sie geht mir nicht kaputt. Ich meine, gut, wenn ich meine, geht mir die Kiste sowieso schneller kaputt. Also ein MSI-Notebook habe ich hier in 3 Jahren komplett aufgearbeitet. Der Kasten ist Schrott. Er läuft zwar noch, aber er meint nicht mehr, weil dafür ist er nicht mehr zu gebrauchen. Ich würde von diesen Overclocking-Sachen einfach wirklich die Finger weglassen. Wenn ihr das machen wollt, ist es eure Sache. Wie gesagt, wenn ihr Langzeit-Mining betreiben wollt, das ist auch das Einzige, was sich wirklich rentiert, dann nehmt einfach die Default-Werte, ihr fahrt damit auf der sicheren Seite. Gut, dann Flipscreen ist, man könnte den kleinen Anzeiger auf dem Miner dann umdrehen, dass es andersrum anzeigt, falls man ihn andersrum hinstellt. Dann Invert Fan Police, das funktioniert nur bei den ganz neuen BitMax, die alten BitMax, also die Standardvarianten, die jetzt noch so im Handel sind. Die haben meist überwiegend nur 2 Kabel und damit ist eigentlich eine Geschwindigkeitsregulierung oder sowas hinfällig. Das heißt, der kennt nur ein und aus. Und damit hat sich das letzte Feld hier Automatical Fan Control erübrigt, es sei denn, ihr habt eine neuere Bordversion. Ich habe jetzt auch meinen Miner noch nicht abgedatet, weil ich, wie gesagt, da mit diesen Lucky Minern momentan ein bisschen auf Kriegsfuß stehe.
Da kommt noch einmal ein weiterführendes Video, wie ihr denn so in Miner, wenn ihr die Lucky Miner Software drauf habt, flashen könnt, obwohl es ja in der Software nicht mehr vorgesehen ist. Dafür braucht man halt eine USB-Serial-Schnittstelle und ein entsprechendes kleines Käbelchen und den Anschluss auf den Miner und dann kann man das über Hardware flashen. Dann geht das auch. Gut, dann sind diese Dinge hier mal abgehakt. Also wie gesagt, so stellt ihr den Miner ein. Wenn ihr jetzt hier ETH reinschreibt, dann muss ich natürlich hier auch meine Ethereum-Adresse reinschreiben für die Wallet. Und ansonsten bräuchte ich eigentlich nichts ändern, wenn ich jetzt einen anderen Coin meinen will mit dem Miner. Wenn ich jetzt zu dem Miner sage, du meinst mir jetzt Dodge, dann würde ich hier auf Dodge gehen, dann bekomme ich halt Dodge ausgezahlt. Und hier natürlich dann die Dodge Wallet-Adresse. Die austauschen. Es ist eigentlich alles, was ihr machen müsst. So einfach könnt ihr euren BitMax umstellen, wenn der anständig konfiguriert ist. Also wie gesagt, sehr simpel. Und was den SHA 256 angeht, den könnt ihr leider eben nicht testen, wie er bringt. Er bringt halt nur einfach, was er kann. Und der BitMax kann nichts anderes. Also da müsst ihr einfach mit der Hashrate zufrieden sein, die ihr da bekommt. Da könnt ihr auch nicht viel rumspielen. Ihr könnt versuchen, natürlich einen anderen Anbieter zu nehmen. Ich würde ja die Dinger lieber auf SHA 256 Pool bei NiceHash laufen lassen, weil ich mir da mehr Ertrag von verspreche. Aber die Software-Versionen, die es bis jetzt gibt für den Bitcoin Miner, also die Firmware, ist connected nicht mit NiceHash. Also das funktioniert irgendwie nicht. Wenn sich da was ändern sollte, schiebe ich dann natürlich auch nochmal ein Video nach. Gut, ich hoffe, das hat geholfen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Solltest du sonst noch Probleme mit deinem Computer haben, sonst irgendwelche Fragen, Hilfe benötigen, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden, ein weltweiter Remote-Dienstleister. Da wird dir geholfen für 25 € die Stunde, ohne Rechnung, ohne Vertragsbindung, ohne Ecken, Haken und Ösen. Man muss sich nicht einmal online registrieren. Da reicht einfach ein simples Kontaktformular und dann kann man da mal drüber sprechen. Erste Beratung ist immer kostenlos. Verlinke ich euch alles unten nochmal in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.